So, Winterzeit ist ja Bastelzeit und deswegen habe ich mich nochmal dem Gebäudemodellbau gewidmet und möchte euch nochmal zeigen, wie ich von Faller die 221 bzw. den Faller Bausatz B221 aus den 1960er Jahren aufgearbeitet habe. Und wie ich das gemacht habe, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Hier vorne das rechte auf der kleinen Platte war vom Vorbesitzer schon so ausgestaltet worden und links daneben das Gebäude ist auch bewusst gekauft. Die meisten anderen sind immer bei irgendwelchen Paketen und so weiter dabei gewesen. Sieht man teilweise auch am Zustand, dass hier die Garagentore fehlen. Die Geländer auf den Garagendächern sind abgebrochen oder fehlen komplett. Und nun habe ich mich entschlossen, einfach eines dieser Häuser so weit fertig zu machen, dass es hier schön auf die Anlage passt. Ich habe dann versucht, mich wieder schlau zu machen, ob es irgendwelche interessanten Dinge zu diesem Häuschen gibt und habe dann tatsächlich gefunden in einem alten Faller Modellbaumagazin Nummer 18 im August von 1960, dass es da schon mal einen Vorschlag gab, dieses kleine Häuschen mit einer Inneneinrichtung zu versehen oder teilweise mit einer Inneneinrichtung zu versehen. Wollte ich das einfach mal probieren, weil diese Gartenseite zeigt auf meine Anlage auch direkt nach vorne und ich glaube, dass das nachher ganz gut aussehen könnte. Und hier im Innern der Zeitschrift ist dann ein Baubericht, ein schönes Foto, wie das dann auch im Innern durchgestaltet war und wie man sich das in der damaligen Zeit dann so vorgestellt hat. Das Ganze hier mit einem Grundriss, einem Kamin zum selber bauen und hier ein Foto mit geöffnetem Dach, sodass man die Anordnung der Einrichtungsgegenstände hier ganz gut erkennen kann. Ganz genauso will ich es nicht machen, aber so grob möchte ich mich an die Vorgabe halten, denn ich denke, das ist eigentlich schon so eine ganz gute Lösung. Das Haus wurde von Faller in 2 Varianten gefertigt, und zwar als Fertigmodell von 1960 bis 1965 und als Bausatzmodell von 1960 bis 1975. Hier habe ich dann nochmal die beiden Modelle nebeneinander gestellt, das heißt, auf der linken Seite ist das von Faller als Fertigmodell ausgelieferte Teil. Man kann als Hauptunterschiede sehen, von oben angefangen, dass die Kamine immer schon ein bisschen schwarz eingefärbt sind, dass das Dachfenster immer schräg geöffnet eingeklebt ist, im unteren Bereich der Fenster die Abdeckungen farbig angelegt sind und die Bodenfliesen sind hier auch schon farbig angelegt und an dem Geländer auf der Garage hat das Geländer dann auch schon so ein paar Farbtupfer. Und das alles fehlt dann auf der rechten Seite bei dem Bausatzmodell und je nachdem, wie derjenige dann den Bausatz zusammengebaut hat und ist das dann auch nochmal unterschiedlich ausgeführt. Ich habe mir das Häuschen ausgesucht, was am schlechtesten geklebt war. Das war für mich die Voraussetzung, dass es am leichtesten auseinanderging und das ging in dem Fall relativ gut. Es ist ein brauner Kleber, ich weiß nicht, ob es damals Pattex war, aber er ließ sich mit einem einfachen Skalpell relativ gut auseinanderbringen, sodass ich hier jetzt rangegangen bin, das Teil Stück für Stück zu zerlegen. Und das ging bedingt durch den Kleber relativ einfach. Bei anderen Häuschen habe ich mal das Skalpell angesetzt, da ging überhaupt nichts auseinander. Da hätte ich wahrscheinlich mehr kaputt gemacht, als nachher die ordentlichen einzelnen Bauteile nachher übrig zu haben. Hier haben wir dann den groben Stand, nachdem ich die Teile auseinandergenommen habe. Den Rest lasse ich innen drin, weil ich es nicht komplett auseinanderbauen wollte, sondern hier eigentlich schon aufbauen kann. Auch die Verkleidung innen von den Fenstern beziehungsweise diese hinterklebten Fensterbilder habe ich auch gelassen, weil ich Angst hatte, dass ich nachher die Scheiben eigentlich nicht sauber aufbekomme und das Grundgerüst wollte ich auf jeden Fall stehen lassen, weil die Arbeit, das Haus komplett neu aufzubauen, mir eigentlich auch viel zu groß war. Ich habe dann eins der noch zusammengebauten Häuser genommen, um einfach mal hier grob zu positionieren und unten die Wege anzuzeichnen, die später dann zum Haus führen sollen. Im nächsten Schritt habe ich dann die Teile eingeleimt, die jetzt erstmal mit Kies abgestreut werden sollen. Und das Ganze nachher dann natürlich mit Split bzw. Kies abgestreut. Nachdem das Ganze abgetrocknet ist, wird dann der Teil, der die Grasfläche bekommen soll, eingeleimt. Der mittlere Teil, wo die Grundplatte des Hauses steht, wird ausgespart, damit ich nachher die Grundplatte original dort einsetzen kann. Die werde ich nachher noch ein bisschen angleichen, damit der Übergang nicht so stark ins Auge fällt. Und dann wird das Ganze natürlich wieder statisch begrast und dann zum Trocknen weggelegt. Bei dem Häuschen ist es dann so, dass über der Fensterfläche
auf beiden Seiten Querbalken eingesetzt sind. Diese schließen aber nicht nach vorne hin ab. Deswegen habe ich mich entschlossen, diese durch neu gebaute Teile zu ersetzen oder neu geschnittene Platten zu ersetzen, um hier einfach den Lichteinfall nach vorne und hinten direkt zu minimieren. Hier habe ich dann für vorne und hinten 2 neue kleine Platten geschnitten aus Polystyrol, die sind so 1 Millimeter stark. Die Kanten vorne ein bisschen abgeschliffen, sodass diese Schräge des Daches nachher damit eingepasst werden kann. Und diese Ursprungsabdeckung, die nur einmal vorhanden war bei dem auseinandergebauten Häuschen, habe ich dann nach oben genommen in der Mitte des Hauses und habe dann so eine Art Querversteifung draus gemacht, um auch nachher dann die Beleuchtung dann aufhängen zu können. Und die Gummis hier oben, die ihr im Bild seht, die sind jetzt nur dazu da, dass während des Austrocknen des Klebers sich das ganze Häuschen nicht weiter verzieht und werden natürlich nachher dann wieder weggenommen. Dann bin ich hingegangen, habe in der Bastelkiste geguckt, habe noch jede Menge Mauerplatten da. Und da das Haus in dem Sinn keinen wirklichen Boden drin hat, habe ich dann aus einer alten Endspur-Mauerplatte, die noch von früher da war, mir dann den Boden zurechtgeschnitten und direkt als allererstes hier eingesetzt. Parallel dazu habe ich dann schon mal die Stühle eingefärbt, weil das alles ja immer eine gewisse Trockenzeit hat. Da muss ich jetzt dazu sagen, die habe ich jetzt nicht selbst angefertigt, sondern die sind aus einer Faller-Packung. Und zwar der Faller Gebäudeinneneinrichtung, die Nummer 180545, die ich schon seit gewisser Zeit hier rumliegen habe, bis jetzt aber noch nie zum Einsatz kam, sodass ich auf diese Stühle und Inneneinrichtungen zurückgreife. Und das Zweite, was ich dann brauche, ist der Kamin, der in der Packung drin ist. Wird auch alles immer eingefärbt, weil diese Grundfarben in diesem Blau und dem einfachen Grau sind da nicht wirklich zu gebrauchen, sondern man muss das, denke ich mir, immer farblich nachbehandeln, damit das so einigermaßen aussieht. Und beim Kamin sind dann zum Glück so kleine Aufkleber dabei, sodass das eigentlich schon ganz nett aussieht, zumal man das nachher im Gebäude im Hintergrund sowieso nicht perfekt erkennen kann. Als nächstes habe ich dann den mittleren Durchgang so ein bisschen zugemacht, indem ich hier eine Plastikfolie einsetze, die so leicht milchig ist, sodass man nicht mehr durchschauen kann. Und dafür wird dann in der zweiten Schicht aus einer weiteren Mauerplatte dann praktisch das offene Mauerwerk vorgesetzt, vorher ausgeschnitten und dann eingepasst. Dann habe ich die kleine Inneneinrichtung hier positioniert. Auf der linken Seite kam dann noch ein kleiner Tisch dazu. Da hatte ich dann von einem normalen Tisch einfach die Beine runtergeschnitten, sodass eine Art Couchtisch entsteht. Und noch eine kleine Couch und hier ist das Ganze dann schon komplett eingesetzt und verklebt. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Im Nachhinein, wie das Haus dann fertig war und man von außen reingeschaut hat, habe ich mir überlegt, man hätte dann noch ein bisschen mehr machen können, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Da werde ich das Ganze dann noch ein bisschen steigern. Bei dem Faller Gebäudeinneneinrichtungssatz sind dann auch 3 Beleuchtungssätze dabei. Da habe ich mich entschlossen, einfach die direkt zu verwenden. Die sind wohl schon komplett mit Vorwiderstand und so weiter ausgerüstet, sodass man sie direkt an einen Transformator anschließen kann. Und hier habe ich dann mal den ersten Beleuchtungstest gemacht, um mir anzugucken, wie das nachher ungefähr aussehen kann. Damit war ich dann schon mal ganz zufrieden und habe das dann auch direkt so gelassen. Im nächsten Schritt habe ich dann versucht, diese größeren Spalten, die hier der Vorbesitzer reingebastelt hat, an der Garage und an den Mauerwerken zu verspachteln und bin hingegangen und hatte mir so eine kleine Spachtelmasse geholt und habe mit so einer Art Mini-Skalpell dann diese gröbsten Schlitze verputzt. Hinterher werden sie noch ein bisschen mit dem Schmirgelpapier bearbeitet und dann sieht das Ganze schon ein bisschen mehr aus wie aus einem Stück. Die beiden Dachteile habe ich dann von innen noch mit Schwarz eingefärbt, einfach um so ein bisschen den Lichteinfall dann nachher zu dämmen, beziehungsweise den Lichtaustritt zu dämmen. Und das Gleiche habe ich dann auch mit den Innenwänden gemacht, zumindest an den Stellen, wo ich jetzt noch rangekommen bin. Wenn man den Bausatz dann komplett neu zusammenbauen würde, würde ich das von vornherein halt machen. So konnte ich halt nur mit dem Pinsel die Stellen nacharbeiten, wo ich jetzt noch drangekommen bin. Als nächstes habe ich mir dann außen die ganzen Fenster vorgenommen und habe versucht, die ganzen Fensterstreben hier mit einem Grau nachzufärben, um einfach diese braunen Klebestellen, die damals in den wahrscheinlich 60er Jahren da mit drüber gequatscht sind, wegzubekommen, ohne groß außenrum zu pinseln, und das musste einfach nachher dann noch ein paar Mal korrigiert werden.
Dann habe ich angefangen, die Außenfassade einzufärben. Das kann man leider hier nicht so perfekt erkennen, weil mir die Sonne da auf den Arbeitstisch schien. Das habe ich allerdings dann erst gemerkt, wie der Film schon fertig war, weil ich ja nicht hinter der Kamera stehe. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, ansonsten müsst ihr euch das jetzt einfach denken. Da werde ich beim nächsten Mal dann wieder mehr drauf achten. Dann hat das Garagendach bzw. diese Dachterrasse dann auch einen komplett neuen Anstrich bekommen. Im hinteren Bereich ganz extrem, diese ganzen braunen Klebeflecken. Aber mit Farbe kriegt man das relativ gut in den Griff und damit sieht das Ding eigentlich dann schon wieder ganz okay aus. Dann habe ich angefangen, Stück für Stück das Dach zu bearbeiten. Das heißt, in 2, 3 verschiedenen Farben immer wieder ein paar Dachziegel ausgebessert, nachgebessert, sodass das Dach auch diesen gleichmäßigen Farbeindruck da verliert und ein bisschen natürlicher aussieht. Ist eine Riesenarbeit, aber im Endeffekt lohnt sich das wirklich, weil das bei dieser großen Dachfläche doch enorm viel ausmacht bei dem Haus. Sozusagen zum Abschluss der Dachflächenarbeiten habe ich dann noch die Dachfenster eingesetzt und diese Entlüfter oder was das genau ist, dann noch eingefärbt. Und das Ganze dann noch ein bisschen mit hellem Grau graniert. Dann wurde noch dieser kleine Zusatzschornstein da oben eingefärbt. Und danach habe ich noch das Garagentor bearbeitet. Als ich dann das Geländer auf dem Garagendach wieder befestigen wollte, habe ich festgestellt, dass die Geländerteile nicht wirklich passen. Sie eigentlich ein bisschen zusammengeschnitten werden müssten. Das ging aber nicht, weil das ja vorgegeben war. Also bin ich hingegangen und habe dann die eigentlichen Befestigungsstützen auf dem Garagendach vorgegeben sind, dann einfach abgeschnitten. Das ist jetzt der helle Streifen. Im hinteren Teil habe ich das dann auch noch gemacht. Und somit ist das Geländer dann wieder einigermaßen passend. Habe das ganze schwarze Geländer dann auch grau eingefärbt und nur den oberen Handlauf sozusagen nochmal in schwarz gehalten. Damit sieht das nicht ganz so massiv aus. Und ich brauche es nicht durch ein komplett anderes Geländer zu ersetzen, sondern so gefällt mir das eigentlich schon wieder ganz gut. Jetzt habe ich dann noch die Beleuchtung befestigt und das Ganze hier mal getestet, wie das dann ungefähr aussieht. Mal die eine Dachhälfte oben aufgelegt, um zu gucken, dass das auch wirklich so funktioniert, bevor ich das verklebe. Denn der Nachteil ist jetzt, wenn unten der Boden eingeklebt ist und oben das Dach drauf ist, dass man an die Beleuchtung eigentlich nie mehr drankommt und ich das Dach schon so verkleben wollte, dass es diesmal auch hält und dicht ist, sodass ich das vorher auf jeden Fall probiere, damit ich nachher nicht feststelle, dass die Beleuchtung nicht funktioniert, denn das wäre dann nicht zum ersten Mal vorgekommen. Dann habe ich noch 2 Stühle und einen Tisch eingefärbt. Die sind eigentlich nicht befestigt, das heißt, die kann man hin und her schieben. Passt aber optisch, denke ich mir, ganz gut zu dem Häuschen. Dann habe ich angefangen, die Bodenplatte einzufärben, beziehungsweise zwischen diesen Platten, beziehungsweise zwischen diesen Terrassenplatten im Grunde genommen ein bisschen grün einzufärben, damit wir hier schon mal so eine Grundierung drunter haben und ich nachher nicht die eingefärbten Platten nochmal mit einem Washing dann versehen muss, um die Schlitze zu füllen. Also habe ich das Grün dann in dem Fall mal zuerst aufgebracht. Und dann ging es los mit insgesamt 4 unterschiedlichen Farbtönen, Stück für Stück die Platten rund ums Haus hier einzufärben. Ich finde am Anfang, wenn man es frisch aufbringt, dann ist es immer ein bisschen zu massiv, aber nachher fällt das nicht weiter auf, wenn das Ganze nachher komplett ausgestaltet ist. Dann ging es wieder ans Begrasen, beziehungsweise erstmal leimen und dann begrasen, damit sich die Grundplatte nachher sozusagen der Umgebung besser anpasst. Und so wird das Ganze nachher wieder zum Trocknen aufgestellt. Dann war es eigentlich soweit, die erste Dachhälfte hier aufzusetzen. Leider ist das Dach nach unten hin nicht ganz dicht gewesen. Ich habe hier nochmal nachgebessert und habe nochmal 2 schwarze Polystyrolstreifen geschnitten, um die Kanten im unteren Bereich hier nochmal abzudecken. Kann man hier nicht besonders gut erkennen, aber es war leider nochmal nötig, hier nochmal nachzuarbeiten. Dann habe ich die zweite Dachfläche aufgesetzt und damit war das Haus dann geschlossen und verklebt. Und da sich hier oben im Dachfirstbereich ein relativ großer Schlitz nachher befindet, die Dächer aber so nach unten hin wenigstens einigermaßen abschließen, habe ich einen weiteren Polystyrolstreifen geschnitten und den nachträglich oben in den Schlitz eingesetzt, um das Haus hier oben dann auch wirklich dicht zu kriegen. Und ich denke, allein aus energiespartechnischen Gründen ist es definitiv nötig, die Dinge einfach wirklich dicht zu machen. Am Schornstein habe ich dann festgestellt, dass nochmal so 2 Abdeckplatten fehlen.
Die sind aber auch nur bei einem einzigen weiteren Haus von diesen 7 drauf gewesen und ich habe sie da nicht abbekommen. Also habe ich mir aus schwarzem Polystyrolstreifen wieder 2 Teile geschnitten, um dann da auch nochmal abzudichten. Und als nächstes habe ich die ganze Fuge oben dann komplett verputzt, um das richtig dicht zu machen. Und habe dann in diesen feuchten Putz sozusagen diesen Dachfirstabschluss eingesetzt und das mit der Spachtelmasse so einigermaßen nochmal außen angeglichen. Und weil der Schornstein auf beiden Seiten ziemlich viele Riefen hatte und auch aus einzelnen Teilen diese Spalten da einfach zu sehen waren, habe ich den zusätzlich dann auch nochmal verputzt. Das Ganze wurde dann mit dem Schmirgelpapier so grob abgeschliffen. Im oberen Bereich vom Dachfirst habe ich dann die ganzen Dachziegel nochmal nachgepinselt und diesen Putz dann nochmal ein bisschen weggekratzt, so gut das eben ging, sodass das jetzt optisch so einigermaßen aussieht, man aber trotzdem noch erkennen kann, dass da der Dachfirst oben komplett verputzt und fertig ist. Habe auch schon gesehen bei anderen Bausätzen, dass die Leute hingegangen sind und haben diesen Dachfirstabdeckung in Einzelteile nochmal zerschnitten. Das werde ich vielleicht beim nächsten Mal machen, dann wirkt das noch ein bisschen authentischer und den Putz beim nächsten Mal versuchen dann auch noch ein bisschen besser wieder wegzubekommen. Aber das war jetzt mein erstes Häuschen, wo ich das gemacht habe und da bin ich wirklich noch am Üben und muss gucken, wie ich das beim nächsten Mal noch besser hinbekomme. Und dann wirklich als abschließende Arbeit noch Dachrinnen. Die passenden Dachrinnen waren hier auch nicht mehr da, die sind dann komischerweise bei den Häusern ja auch immer verschwunden. Das sind jetzt Dachrinnen von Auhagen aus dem Bausatz raus, ursprünglich glaube ich grün, habe sie dann hier mit einem Gemisch aus Grau und Silber eingefärbt, sodass das nachher nicht mehr so extrem auffällt. Und das war jetzt wirklich der letzte Arbeitsschritt und damit war das Häuschen dann fertig. So, und hier haben wir dann das Ergebnis dieser ganzen Bastelei und Einfärberei. Jetzt aufgesetzt auf die Platte, die nachher wieder passgenau oben in die Anlage eingesetzt wird. Das ganze Haus jetzt hier mal in der Rundumsicht. Und ja, ich habe nach der Aufnahme erst gemerkt, dass die Stühle umgefallen waren. Das Ganze ist natürlich auch wahrscheinlich oben an der Nordsee positioniert. Und bei dem Wind, der da herrscht, kann das mal passieren. Ich habe wahrscheinlich mit meinen dicken Fingern zu stark daran gewackelt beim Hin- und Herschieben für die Aufnahmen und habe nachher bei der Aufnahme leider nicht gesehen, dass sie umgefallen waren. Die stehen jetzt auch wieder. Hier haben wir das Häuschen dann auf der Anlage integriert. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Bin damit jetzt mal wirklich zufrieden. Der Arbeitsaufwand war enorm. Habe, glaube ich, insgesamt 6 oder 7 Stunden jetzt dafür gebraucht. Aber auf der Anlage macht das Ding jetzt so richtig Spaß. Innenbeleuchtung funktioniert. Kann man hier auf den Bildern dann sehen. Die Inneneinrichtung würde ich beim nächsten Mal vielleicht noch etwas detaillierter oder üppiger gestalten, weil es für mich so fast ein bisschen kalt wirkt. Oder ein bisschen kahl wirkt. Und hier zum Abschluss habe ich nochmal eins der einfacheren, unbehandelten Häuser daneben gestellt. Und ich denke, der Aufwand hat sich gelohnt. Ist wie immer nicht perfekt geworden. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich besser. Und das war's dann hier mit meinem kleinen Häuschen Faller, der Bausatz 221. Sozusagen meine Interpretation des Hauses aus dem Faller-Magazin von 1960. Hat Spaß gemacht, auch wenn es lange gedauert hat. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Vielleicht kann der eine oder andere hier eine Anregung draus ziehen. Das würde mich sehr freuen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.